Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer, und heute stehen wir hier vor dem Music Store in Köln. Und hier bin ich heute, um Tuben zu testen, und zwar von Monzani. Monzani ist eine Marke, die ich bisher noch überhaupt nicht kannte, und die Tuben sind sehr, sehr günstig und ich bin gespannt, was die können. Und das werden wir jetzt zusammen rausfinden, indem wir jetzt da reingehen und diese Tuben ausprobieren. Viel Spaß mit dem Video! Ja, jetzt sind wir hier im Blasmusik- oder Blasinstrumente-Antestraum und ich habe jetzt 3 verschiedene Modelle von Monzani vor mir, die ich jetzt schon so ein bisschen angetestet habe, und ich würde dir einfach diese 3 Modelle jetzt mal vorstellen und einfach mal so die verschiedenen Vorzüge und Nachteile, die ich so entdeckt habe, ja, einfach ein bisschen erklären. Was du hier siehst, ist praktisch das kleine Modell. Das ist jetzt die Dreiviertel-Tuba, also ist als Dreiviertel angegeben. Ich finde sie schon recht groß für eine Dreiviertel. Und ja, kommt mit 4 Ventilen, das ist ja immer ganz schön. B-Tuba mit 4 Ventilen ist natürlich besser als mit 3. Und die kostet jetzt hier 1.199 €, also rund 1.200. Das ist natürlich sehr, sehr günstig für so ein Instrument. Und ich habe sie jetzt ein bisschen angetestet. Sie ist ja eigentlich gut spielbar. Klingt gut. Und ich habe tatsächlich auch festgestellt, dass die Intonation auch gar nicht schlecht ist. Natürlich, so in der oberen Lage sind die Naturtöne nicht mehr ganz so stimmig. Also wenn das B jetzt unten gut stimmt, ich muss jetzt gerade noch mal schauen. Die stimmen gut, die 3. Und oben ist sie einfach ein bisschen zu tief. Aber das ist eigentlich relativ normal für B-Tuben und das sind, finde ich, bei einem Preis von 1.200 € absolut in Ordnung. Wir haben hier tatsächlich einen kleinen Aufsatz für die Stimmgabel, für die Marschgabel, sodass wir die auch zum Marschieren benutzen können. Sie hat auch hier schon Ösen angebracht. Wenn du ein Schultergurt benutzt, ist das natürlich optimal. Und dann schauen wir vielleicht nochmal, wo das 4. Ventil zu bewegen ist. Das ist nämlich leider hier vorne. Das heißt, wenn du am 4. Ventil triggerst, kommst du da ein bisschen schlecht dran. Das würde ich jetzt so als Nachteil bezeichnen. Ich bin da immer eher ein Fan von, wenn das hinten angebracht ist und nicht vorne. Aber ja, das sind so die Kleinigkeiten. Und ja, das ist natürlich ein bisschen unbequem hier oben, das muss man wirklich sagen. Aber ja, das ist nun mal so. Das ist halt eine Frage der Bauform. Und ansonsten, dass die oben schlecht intoniert liegt, habe ich mir mal sagen lassen, wohl auch daran, wenn der Stimmzug eben so angebaut ist und eben nicht senkrecht nach unten. Ja, das machen die scheinbar leider noch nicht, dass sie den Stimmzug senkrecht nach unten einbauen. An der F-Tuba, die ich euch heute als letztes vorstelle, da ist er nach unten eingebaut. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu der großen Kanne. Das ist wirklich ein Mordsgerät. Der Verkäufer sagte mir eben, das sei ein Mirafon-Nachbau. Da ich mich mit Mirafon aber nicht so gut auskenne, weiß ich leider nicht, welches Modell das ist, was hier nachgebaut ist. So, das ist wirklich groß. Haben wir hier auch ein Preisschild dran? Ja, ist da. Müssen wir mal gucken. Die kostet rund 1.400 €. Genau. Und ja, die ist als Vierviertel angegeben. Ich finde die aber schon sehr, sehr groß. Also ich finde, das ist eigentlich, also die ist ja hier riesig in der Bohrung und der Klang ist auch entsprechend groß. Ich habe jetzt extra mein kleineres Mundstück genommen. Ich spiele ja meine B-Tuba auf dem Josef Kleer 1AA und hier nehme ich jetzt das 3B, was wirklich eine ganze Ecke kleiner ist, flacherer Kessel und dünnere Bohrung. Und die Tuba klingt trotzdem immer noch gigantischer Klang. Also das ist wirklich gut. Die Tuba ist sehr, sehr hoch. Ich musste den Stimmzug leider so weit rausziehen, dass es stimmt. Das ist ein bisschen schade. Und ich denke, das sind wahrscheinlich so diese Qualitätsunterschiede, die da eben in den unterschiedlichen Chargen eben kommen, wenn man die Instrumente eben so aus China bestellt. Ja, Monzani ist ja eben eine Marke, die komplett in China produziert wird. Und das ist eben so ein bisschen problematisch. Also man hat tatsächlich da Schwankungen in der Qualität. Ansonsten
klappert der hier leider. Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt, ob das einfach nur schlecht gepflegt ist oder schlecht verarbeitet. Das weiß ich nicht. Und der hier auch. Ja, die klappern alle ein bisschen. Das hatte ich jetzt bei der anderen Tuba nicht. Vom Klang her finde ich die super. Ist natürlich dadurch, dass sie so sehr, sehr groß ist, in der hohen Lage dann schwierig zu spielen. Geht aber schon auch. Und ist dann natürlich nicht ganz so flexibel wie jetzt die kleine. Ich finde, für den Preis ist das hier wirklich ein sehr gutes Instrument. Hier haben wir auch den vierten Zug hier hinten. Der ist leider jetzt nicht ganz so gut gängig. Das liegt aber nicht an der Verarbeitung, sondern an dem Fett, was drauf ist. Da würde ich halt ein dünneres Öl drauf machen, sodass ich den gut bewegen kann. Und ansonsten ist das ein Instrument, was ich glaube ich wirklich empfehlen kann. Ja, wir haben so kleine Dinge im Lack, wo der Lack nicht hundertprozentig ist oder so. Aber wenn du dir jetzt überlegst, was du ansonsten eben für den Preis bekommst, da kannst du dir eben eine gebrauchte Tuba ansonsten kaufen und da ist der Lack auch nicht hundertprozentig. Aber ich bin von diesem Instrument hier doch sehr ganz gut. Ich denke, gerade für jemanden, der eben sagt, ich möchte nochmal hier so eine große Kanne haben, ist das eine gute Sache. Zum Marschieren finde ich die dann doch sehr schwer. Dafür würde ich sie mir nicht kaufen. Aber trotzdem hat auch die hier wieder hier Ösen angebracht für den Schultergurt. Würde ich aber dann tatsächlich eher, glaube ich, im Konzert auf der Bühne im Sitzen benutzen. Genau, und dann kommen wir jetzt noch zu der dritten Tuba. Und das ist die F-Tuba. Die F-Tuba hat ein Daumenventil. Und das Daumenventil ist ein langer Halbton. Das heißt, der ist einfach ein bisschen tiefer als der hier. Und damit kriegt man eigentlich alle Töne ganz gut hin. Wenn ich jetzt überlege, ich spiele ja 6 Ventile, das ist ein bisschen anders, wenn ich chromatisch runterspielen will. Ja, also alle chromatischen Töne sind mit diesen 5 Ventilen zu erreichen. Das funktioniert gut. Auch ansonsten ist hier die Intonation relativ gut, die Ansprache ist gut. Ja, in der Höhe bin ich nicht so ganz fit. Also prinzipiell ein gutes Instrument. Auch hier sind jetzt die Ventile ein bisschen schwergängig, aber auch das liegt, glaube ich, einfach momentan an einem Mangel an Öl. Und ansonsten ist das eigentlich alles gut verarbeitet. Was ich noch sagen kann, ist, dass hier diese Daumenringe, die lassen sich tatsächlich hier verstellen bei den Instrumenten, was natürlich hier bei der F-Tuba überhaupt keinen Sinn macht, weil der Daumen ja sowieso hier auf das Ventil muss. Also es bringt jetzt nichts, das irgendwie so oder so einzustellen. Bei den anderen Tuben kann es natürlich schon Sinn machen, das so einstellen zu können, wie es einem eben beliebt. Ja, und ansonsten sind die relativ bequem, die sind so leicht abgerundet, also man kann da schon relativ ergonomisch mitspielen. Und es ist tatsächlich auch, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte irgendwie nochmal F-Tuba spielen und habe keine Lust jetzt irgendwie da 5.000 oder 10.000 Euro zu investieren, ist das, glaube ich, ein vernünftiges Modell. Jetzt schaue ich gerade noch, was die kostet. Das ist die teuerste der 3 und die kostet 1.990 Euro, also rund 2.000. Und das ist natürlich auch ein sehr guter Preis. Was ich sagen kann bei diesen Tuben ist, bevor ich mir so eine kaufe, würde ich tatsächlich immer zum Händler fahren. Und das ist jetzt egal, ob das jetzt hier die Tuben von Monzani sind oder die Billigtuben von Thomann oder es gibt ja verschiedene so Billiganbieter. Ich würde immer vorher hinfahren und würde sie auf jeden Fall antesten und auf keinen Fall irgendwie einfach so kaufen. Und dann ist natürlich so, dass jetzt die Klangfarbe
nicht so ausgereift ist, wie wenn man jetzt zum Beispiel ein Miraphon-Instrument kauft, ein BNS-Instrument oder ein Melton-Instrument. Das ist ja irgendwie klar. Aber ansonsten, so für den Hausgebrauch, würde ich sagen, sind das sehr ordentliche Tuben. Also ich habe jetzt noch so ein bisschen Probleme mit der Ansprache. Das liegt aber daran, dass ich jetzt nicht besonders gut eingespielt bin und ansonsten muss man sich an Instrument auch einfach gewöhnen. Also ich sage, die Tuben sind auf jeden Fall ihren Preis wert. Man kriegt natürlich nicht die Qualität wie bei einem teuren Instrument, das ist ganz klar. Genau, aber für den Preis sind das, glaube ich, gute Dinge. Und ich bin gespannt auf deine Meinung zu solchen günstigen Tuben. Was sagst du dazu? Findest du das okay, solche günstigen Instrumente zu kaufen? Oder sagst du, nee, es muss schon wirklich ein Qualitätsinstrument sein? Das würde mich interessieren. Schreib doch dazu einen Kommentar unter das Video und auch, ob du vielleicht Erfahrungen schon gemacht hast mit solch günstigen Tuben. Ja, und dann bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir das Video gefallen hat, lass natürlich einen Daumen hoch da. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Tuba-Üben und tschüss. Hi, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib ihm doch bitte einen Daumen nach oben. Und für mehr solcher Videos abonniere auf jeden Fall den Kanal. Wenn du keins meiner neuen Videos verpassen willst, solltest du auf jeden Fall die Glocke aktivieren. An dieser Stelle findest du ein Video zum gleichen Thema. An dieser Stelle findest du eine Playlist zum Thema Klangqualität. Und an dieser Stelle stelle ich dir Bücher und Noten und Literatur vor. Du hast die Wahl. Lass uns die Tuba zum Klingen bringen.